Noch 4 Rennen in dieser sehr, sehr spannenden Saison. Weiter geht's hier heute in Mexiko. Highspeed-Kurs, auch einer meiner Favorites. Danach kommt aber noch Brasilien, Las Vegas, bin ich der Meinung, als vorletztes oder umgekehrt. Und dann noch Abu Dhabi. Also es sind auch noch mal ein paar Strecken dabei, wo man noch mal ein bisschen reinchoken könnte. So wie in Katar zum Beispiel. Das war echt nichts von mir. Dann haben wir uns in Austin ein bisschen gefangen. Und jetzt bin ich eigentlich in Mexiko guter Dinge, dass wir auch wieder vorne mitfahren können oder auch mal wieder ein Rennen gewinnen können, weil die Konkurrenz schläft nicht. Sainz hat auch irgendwie nochmal Bock bekommen, so die letzten Rennen nochmal Gas zu geben. Der ist also auch nicht mehr weit weg von uns. Also wenn man es mal ganz oberflächlich sieht, Leclerc und so weiter und Sergio Perez und Verstappen, die sind auch noch da mit dabei. Also sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Oh, jetzt habe ich kurz das Gaspedal wieder vergessen. Und schon bist du wieder hinten. Guck mal, und Sainz ist auch wieder vorne mit dabei. Das gibt's gar nicht. Ob die nochmal ein richtig großes Upgrade bekommen haben, besonders Sainz oder so. Hier aufgepasst, hier gibt es ganz schnell auch mal eine Zeitstrafe. Ja, 8. Platz ist jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt habe, ehrlich gesagt. Aber gut, machst du nichts. Schaue ich nochmal hier die letzten beiden Kurven, letzten 3 Kurven hier im Stadion-Eingang. Platz 9, oh, das ist richtig schwach. Das ist richtig schwach, da habe ich mir auch wirklich Besseres erhofft. 9. Platz. Wäre jetzt nicht der Weltuntergang. Hamilton hat sich noch die 1 geholt. Wir auf Platz 9. Geht natürlich besser. Aber mal gucken, was so im Rennen geht. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Sainz und George Russell. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird auf jeden Fall ein fantastisches Event. Ja, das könnte wirklich so ein Schlüsselrennen sein, wenn wir mal auf die Rangliste gucken und mit dem Hintergedanken, dass halt Sainz auch wieder auf der 2 ist. Er hat halt nur noch 65 Punkte, das ist nichts. 11 Punkte Vorsprung auf Leclerc, Russell, ja, Perez, Verstappen. Die müssen halt auch mal ein bisschen höher abschließen. Also wenn es nach mir ginge, nicht. Ich bin gespannt, was läuft. Auf geht's. Wir starten rein von Position 7. Das heißt, dass 2 andere Fahrer unter anderem noch eine Strafe kassiert haben. Das sieht mir nach Verstappen aus. Der war nämlich vor uns. Und wer ist der andere? Das ist jetzt die große Frage. Wir gucken jetzt aber erstmal hier drauf. Ich krieg's bestimmt irgendwie noch raus. Alonso vielleicht? War der nicht vor uns? Ich glaube, Alonso war es auch noch. Der war nämlich auch mit dabei. Oh, diese lange Gerade hier in Mexiko. Achtung. Die erste Kurve. Ja, vorsichtig. Einmal hier mit einreihen. Ja, Perez zieht zurück. Das ist gut. Ich komme ja auch nicht ganz so perfekt raus. Mit ERS vielleicht ein bisschen. Ja, wir bleiben erstmal 5. Russell auf der 6. Hamilton ist aber weiterhin vorne. Ich weiß nicht, wer da die Strafe bekommen hat. Ich gehe einfach mal zwischendurch. Genau. Rammt mich einfach mal ein bisschen. Ihr zieht ja eh nicht zurück. Von daher schauen wir mal, was wird. Was wird. Aber wer ist der zweite Fahrer? Wir waren ja 9. Ne? Glaube ich, 9. oder 8. 9. Das heißt Verstappen und irgendwer anders noch. Wir gucken mal. Vielleicht war es Norris sogar. Ich glaube, es könnte Norris gewesen sein. Also gut, ab jetzt konzentrieren wir uns auf den Rest des Rennens. 4. Platz, Leclerc 2., Sainz 3. Also was sie mit Sainz gemacht haben, das möchte ich auch zu gern mal wissen. Ob die irgendwie eine Absprache getroffen haben, ob die, weiß ich nicht, seine Familie im Keller eingeschlossen haben und dass er Weltmeister werden muss, damit sie freikommen. Keine Ahnung, ey, weiß ich ja nicht. Mit welchen dubiosen Geschäften hier gearbeitet wird oder wie dubios das Geschäft ist. Tja, hier wird sich auch einiges entscheiden. Hey, hier brauche ich nachher DRS, hier brauche ich echt vollsten Speed, ansonsten werde ich hier gnadenlos überholt. Und dann wird das wirklich ganz schön haarig noch in den letzten Rennen. Brasilien ist eigentlich auch eine Strecke, die ich gut hinbekomme. Abu Dhabi, ja, kommt es auch auf die Tagesform an. Und dann haben wir halt noch mit Las Vegas eine Strecke, die ich halt auch noch nicht so kenne. Ne? Und wenn das so wird wie in Katar, dann, ja. Dann wird das ganz schön haarig und dann bekommen wir echt so ein Last-Minute-Ding. Dass wir im letzten Rennen 3, 4 Fahrer haben, die rechnerisch noch Weltmeister werden können. Das wäre ein Traum. Wenn ich am Ende da als Sieger hervorgehe, ist das auch okay. Dann nehme ich das auch. Oh, Achtung. Hier stellt mich der Körper auch wieder gerade hin. Aufgepasst. Nichts riskieren, aber ich muss jetzt mal ein bisschen nach vorne pushen. Ey, das geht nicht. Guck mal, der Perez ist bald schon an mir dran. Also das heißt bald an mir dran. Der ist eigentlich schon da. Der kriegt jetzt gleich seinen Speed auf der langen Gerade und dann
Sehen wir wirklich sehr alt aus. Deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen dagegen stemmen. Mit ERS 1,19, 1,19. Ich auch mit einer 1,19, 1,77. Ist das nicht die gleiche Zeit gewesen gerade? Ich glaube, das war gerade die gleiche Zeit, die Leclerc auch hatte. Aber gut, weil ich es halt bin, kriege ich wahrscheinlich jetzt die schnellste Rundenzeit erstmal zugesprochen. So, zum Thema DRS, wir sind in der Zone drin, Perez aber auch. Nach hinten haben wir erstmal ein bisschen Luft, so nach zu Russell hin und zu den beiden Aston Martins. Achtung, irgendwo gelber Sektor. Wer hat's erwischt? Hoffentlich Verstappen, vielleicht Sergio Perez, vielleicht unseren Teamkollegen, mal gucken. Da gibt es auf jeden Fall Motorschaden. Ja, da wird es auf jeden Fall wieder einen rausgehauen haben, mal gucken. Es ist Ocon, okay. Anscheinend ist das Problem gravierend, er gibt auf. Gut, hatten wir ja bei ihm schon mal öfter. Oh, Vorsicht. Erste Verwarnung. Und doch kein DRS leider, warum auch immer. Aber Ocon, gut, ist auch nicht zum ersten Mal, dass der ausscheidet. Ich habe vielleicht spekuliert mit meinen Konkurrenten, aber gut. Dann eben nicht. Und apropos DRS, das kriege ich jetzt halt nicht. Jetzt muss ich hinten aufpassen. Jetzt werde ich schön überholt von Sergio Perez vom Lokalmatadoren. Und jetzt geht's vorbei. Ja, da kann ich nichts machen. Da brauche ich auch gar nichts machen. Da kann ich nur zugucken und ein bisschen Windschatten vielleicht nochmal mitnehmen. Und jetzt gleich den Gegenangriff versuchen zu starten. Jetzt kriegen wir hoffentlich DRS. Warum kriegen wir denn jetzt kein DRS? Das verstehe ich nicht. Gelbe Flagge. Er hat uns doch vorher überholt. Das verstehe ich nicht. Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Ja, wir haben es mitbekommen. Jeff, alles gut. Beruhig dich. So, und rum hier und schon wieder 0,9. Also ich weiß nicht, was los ist, ey. Gerade hier Sektor 2 oder Sektor 1 vor Übergang zu Sektor 2. Das gelingt mir nicht ganz so gut. Auch hier bin ich so ein bisschen träge, aber es sollte DRS eigentlich bekommen. So ist es. Und Perez bekommt es Gott sei Dank nicht. Also jetzt haben wir gleich wieder die Chance auf Start und Ziel vorbeizuziehen. Das ist Millimeterarbeit wieder hier. So, und hopp. Aber auch eine Sekunde, das hat dann ganz knapp doch nicht gereicht. Jetzt hat er 1,19,039. Ich kriege kein DRS, ey. Schade, aber müsste ich jetzt eigentlich gleich bekommen. Bin im Windschatten drin. Ich komme auf jeden Fall näher ran, auf jeden Fall, wegen dem Windschatten. Meine Reifen danken es mir auch wieder. Ja, DRS ist da. Egal, wir wechseln ja eh gleich. Müsste in Runde 9 erst. Okay. Relativ spät. Und hinten klafft die erste Lücke. Ja, es geht nicht mehr so geschmeidig wie noch am Anfang der Saison. Da hatten wir ja mal eine Phase, wo wir wirklich 3-4 Rennen dominiert haben, wo wir dann auch gewonnen haben. Und jetzt ist halt gerade Sainz so ein bisschen derjenige, der unter anderem im Hoch ist. Ab und zu mischen sich auch Russell und Hamilton damit ein. Und jetzt, ja, ist halt Leclerc auch vorne. Auf der 2, der fährt auch wieder bessere Rennen. Also es ist wirklich ein Hin und Her. Die Führung, die wechselt pro Rennen mindestens einmal. Ja, in der Fahrerwertung. Die anderen kommen auch immer näher ran, wenn ich weniger Punkte hole. Und ich weiß gar nicht, ob wir noch ein Sprintrennen haben. Ich glaube, Brasilien war sonst auch immer Sprintrennen, aber vielleicht fällt das ja jetzt weg. Und keine Ahnung, Abu Dhabi ist zum Beispiel nochmal Sprintrennen. So, jetzt aber hier mit DRS. Da kann ich ERS sparen und muss auch ERS sparen. Der Vorsprung nach hinten wächst, das ist gut. Nach vorne hin kommen wir leider nicht entscheidend ran, aber mit 360 km/h, oh, zu spät gebremst. Und dann sieht das auch hier dementsprechend aus. Führung wechselt da zwischen Stroll und Russell, das ist auch okay. Sollen die mal machen. Und Verstappen, ja, der meldet sich so gut wie aus diesem Meisterschaftskampf, glaube ich, ab. Der ist jetzt so weit hinten. Ich glaube, das läuft auf Leclerc und uns hinaus. Vielleicht noch Sergio Perez. Ich glaube, Sainz jetzt realistisch gesehen auch nicht mehr. Aber gut, der muss ja auch nochmal 1-2 Rennen hier gut fahren.
Der kommt vielleicht dann auch nochmal ran. 4 Sekunden nach hinten sieht das alles gut aus, aber nach vorne hin, da komme ich nicht entscheidend dran. Das ist sehr ärgerlich. Jetzt kriege ich hier auch wieder kein DRS. Das ist halt immer Mist. Das ist wirklich Käse, dass wir so viel in der Stadioneinfahrt verlieren. Verstehe ich auch nicht. Naja, dann läuft es halt dieses Jahr vielleicht in Mexiko nicht so gut. Da muss ja ganz viel zusammenkommen, zusammengehören, zusammenpassen, dass das hier klappt. Hier kriege ich leider auch kein DRS, also hat jetzt mal Perez eine Runde lang Ruhe. Aber vorne, da ist Leclerc gegen Sainz. Na, das ist natürlich ein schlechtes Zeichen, aber komm, Russell, beziehungsweise Hamilton ist wieder vorne, ja. Der muss das Ferrari-Imperium mal gegen sich jetzt halten. Wir kommen jetzt auch gleich näher ran. Das heißt, es könnte gleich einen schönen Fünfkampf geben da vorne, weil Hamilton hat ja auch kein DRS. Aber so wie ich mich bislang hier anstelle, ich habe halt jetzt 1,5 Sekunden Rückstand. Das ist Wahnsinn. Das ist krass. Da hat es gerade geraucht. Das ist aber nicht aus dem Motor von Perez, ne? Das wird jetzt gleich schön viele Überholmanöver geben. Leclerc gegen Hamilton, Sainz gegen Leclerc. Und ich muss zugucken. Ich muss da leider zugucken. Ich fahre die letzten Runden echt nicht gut. Also der Start war okay, aber danach, boah. So, jetzt bin ich gespannt, wie lange Hamilton das schafft. Da kommt Leclerc immer näher ran. Ah, der wird es vorbeischaffen, oder? Das sieht unten auf der Karte, sieht das ganz, ganz knapp aus. Aber Hamilton kann sich noch verteidigen. Noch hält das durch. Ja, und ich hänge halt jetzt so ein bisschen hinten hier in der Luft, ne? Ich fahre schmutzige Luft spazieren. Aber ich muss halt erstmal diesen 5. Platz auch verteidigen, ne? Wenn die anderen dann wieder vorankommen, so Alonso und Russell. Ich wüsste jetzt auch spontan keine andere Boxenstopp-Strategie, die man da machen könnte, damit es wieder besser aussieht. Wir müssen es einfach so hinnehmen. Aber es fühlt sich auch nicht gut an hier in den Kurven, ehrlich gesagt. Das fahre ich nicht gut. Das ist sehr, sehr durchwachsen. So, aber jetzt in der Runde. Jetzt wird es soweit sein, dass Leclerc ihn überholen kann. Jetzt ist er auch ganz nah dran. Das wird Hamilton jetzt nicht mehr verteidigen können, leider. So, ich benutze jetzt auch nochmal alles ERS für die Boxenstopp-Runde und dann müssen wir halt neu gucken. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 7,2 Sekunden. Ah, jetzt hat er es, glaube ich, geschafft. Vorne. Nee, ist immer noch nicht vorbei. Oder? Ja, doch, ich glaube, jetzt ist er vorbei. Ja, das ist nebeneinander. Ich sehe das aus dem Augenwinkel. Die sind direkt nebeneinander, aber jetzt ist es, glaube ich, soweit. Jetzt ist Leclerc vorbei. Endgültig, oder? Vielleicht gibt er da so eine Rangelei. Er hat gerade mit einem Überholmanöver die Führung übernommen. Ja, schade, da ist er nämlich jetzt. Und Sainz ist jetzt der Nächste. Das könnte also einen schönen Ferrari-Doppelsieg geben. Die holen echt nochmal alles aus den Ferraris raus. Das ist Wahnsinn, ey. Leclerc natürlich verständlich, aber auch Sainz haben nicht umsonst das schnellste Gesamtpaket jetzt, ne? Vom Leistungsvergleich her. Sei vorsichtig, wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Ich komme ja jetzt rein, Jeff, ne? Wenn du es noch nicht mitbekommen hast, ich bin gleich da. Dann gibt er mir einmal die Mediums. Mal gucken, was die anderen machen. Die gehen zumindest einer von den Ferraris jetzt auch gleich rein. Ich vermute Sainz, dass Leclerc nochmal ein bisschen Tempo machen kann, oder? Ne, Leclerc geht rein. Und Hamilton ebenfalls. Ja, so ist es. Also, ein Ferrari, ein Mercedes. Die werden es leider irgendwie schneller hinbekommen als ich, oder? Gibt es da hinten einen, der die aufhalten kann? Ne, leider nicht. Aber wahrscheinlich werde ich jetzt aufgehalten. Ja, super. Guckt es euch an. Das sind auch wieder 2-3 Millisekunden mehr, weil ich auf Alonso warten musste und die fehlen mir jetzt halt vorne. Ja, bravo, ey. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für
für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. 13. Erstmal Alonso, Verstappen, alle anderen waren jetzt in der Boxengasse drin. So, jetzt muss ich vorne ein paar Wingmans haben. Und jetzt muss ich den zweiten Abschnitt hier einfach mal besser fahren, den zweiten Teil des Grand Prix. Versuchen mehr vorne dran zu pushen. Irgendwie. Ich weiß nur noch nicht, wie das klappen soll, aber ich schau mal. Ich versuche nach Lösungen zu finden. Ja, es sieht auch besser aus. Hülkenberg macht das sehr, sehr gut, aber ich glaube, jetzt hat er den Kampf gegen Hamilton verloren, oder? Ja, schade. Wohl vielleicht so eine kleine Rangelei. Komm, Hülkenberg, versuch doch nochmal was. Nee. Schade, leider nicht, aber er hat es versucht. Und ich bekomme jetzt seinen DRS noch, bevor er jetzt reingeht. Das ist ein Vorteil für mich. Oder? Nee, bekomme ich doch nicht. Das heißt, Hamilton kriegt seinen DRS. Ah, nee, ich krieg DRS. Und Hamilton nicht, da kommen sie wieder raus. Alle momentan 5. Platz. An Perez vorbei. Oh, das wird ein Hauen und ein Stechen. Der Motor, der Platzgefühl, der ist so hoch. Oh. Vorsicht auf den Frontflügel. So, ich bin wieder da, Baby. Ferrari Doppelführung, Hamilton, Sergio Perez. Schade, heute hätte er mal auf die harten Reifen wechseln müssen. Heute wäre es ideal gewesen. Der Abstand zum Hintermann beträgt 3,9 Sekunden. So, jetzt große Chance, mal ein paar Plätze noch gut zu machen. Zumindest Platz 4, das würde mehr Punkte geben. Leclerc ganz vorne ist natürlich semi-optimal für uns. Aber wir haben noch viele lange Geraden, die wir hier durchfahren werden. Achtung, hier Zeitstrafen, muss ich auch mal gucken. Oh, meine Fresse, ey. So, auch wieder ein bisschen zu spät gebremst, aber ich weiß auch nicht, wie ich die Stadioneinfahrt hier anders fahren sollte. So, aber jetzt kommt Sainz hat jetzt den Nachteil, dass wir alle DRS bekommen. Aber er kann, glaube ich, nur von Hamilton gecatcht werden. Der ist am nächsten dran. Ich komme halt auch nicht hinterher. Da sehen wir es. Überholmanöver kommt. Sainz reiht sich hinter Hamilton ein. So, was können wir da noch ausmachen? Beziehungsweise was geht bei uns noch? Wahrscheinlich nicht viel. Ich bleib dran. Ja, Perez versucht's. Hat mal vorbeigeguckt, aber es hat nicht gereicht, hat nicht geklappt zum Glück. Das ist auch übrigens mein direkter Konkurrent, ne? Da haben wir es wieder. Den direkten Konkurrenten stark gemacht. Fährt jetzt weiter vorne mit als Verstappen, der ist nur 7. So, jetzt muss ich den Abschnitt auch einfach mal ein bisschen besser kriegen hier. Durch mit Speed, ohne Verwarnung, so muss es sein. Und schon bin ich auch wieder näher dran und bleibe auch näher dran. Aber ich habe nur noch 6 Runden Zeit. Aber es reicht. Wir haben auch schon viel Plätze in weniger Runden Zeit wettgemacht. Und wieder selbes Spielchen, ERS 1.18.739 jetzt von Hamilton. Also hat Leclerc den Extrapunkt auf jeden Fall nicht. Das ist schon mal gut für uns. Das heißt, den Extrapunkt kriegt jemand anders. Achtung, Perez gegen Sainz vorne. Sainz verteidige das nochmal eine Kurve. Ja, Rad an Rad. Aber jetzt ist er vorbei. Oder vielleicht mischen wir uns da nochmal mit ein. Vorsicht. Jetzt ist der Perez vorbei. Jetzt gehen wir auch an Sainz vorbei. Komm, 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 das muss reichen. Es ist zwar eine kurze Strecke hier, aber ich bremse jetzt später extra. Das ist jetzt ein bisschen tricky, aber es reicht für Platz 4 erstmal. Jawohl. So, Sainz hat alles verloren. Sehr gut. Jetzt ist Sergio Perez der nächste. Reicht's noch? Okay, Sainz ist auf den harten Reifen unterwegs. Das erklärt einiges. Oh, Perez, hat's da gerade geraucht bei dir? Oder vielleicht bei irgendeinem anderen. Vielleicht bei Leclerc. Der hatte auch noch keinen Motorschaden. So, DRS für mich. Nicht für Sergio Perez.
Also Platz 3 ist total realistisch jetzt. Wäre ein Träumchen, aber zur Not nehme ich auch Platz 4. Den sicheren 4. Platz. Ich glaube nicht, dass Sainz an uns noch vorbeikommt mit den harten Reifen. Wir gucken mal. Du fährst pro Runde 1 Sekunde schneller als dein Hintermann. Naja, aber er kriegt jetzt auch DRS. Guck mal, wie er angerauscht kommt. Also er schafft es doch, auch wenn er die harten Reifen hat. Ich habe leider kein ERS, aber wo will er denn vorbei, Sainz? Das schafft er doch gar nicht. So, Achtung. Oh, Perez, was macht der denn? Der verabschiedet sich und tschüss. Der verabschiedet sich mit einem Dreher. Grüne Flagge. Sehr, sehr schön. Das konnte man gut mitfühlen. Das konnte man live sehen aus der ersten Reihe. Ich hatte den besten Platz. Perfekt. Ein bisschen Glück, wie gesagt, ist auch mit dabei, aber er ist jetzt nicht ausgeschieden. Ne? Der fährt normal weiter. Fragt sich nur, wann er weiterfährt, oder? Ist der ausgeschieden? Nee, der fährt doch weiter. Das kann ja wohl nicht sein, dass der jetzt wegen so einem kleinen Dreher hier sein Auto abstellen muss. Also das würde ich auf gar keinen Fall verstehen. Er fährt weiter. Also Rennen gelaufen für Sergio Perez. Wahrscheinlich auch die kleine, minimale Chance, die er auf den WM-Titel hatte. Ah, das war geil. Das war geil mit anzusehen. Er immer schön. Wurde immer langsamer, hat sich immer mehr und mehr quergestellt. Ich würde sagen, einfach ein klassischer Verbremser, ne? Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. So. Nächste Runde gegen Sainz, 0,3. Jetzt könnte er vorbeikommen. Oh, dann werde ich doch noch Vierter. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Ja, und jetzt kann ich nichts mehr machen. Da kann ich nicht mehr gegen verteidigen. Und Sainz kriegt halt jetzt nochmal DRS, weil er hinter mir war. Das ist sehr komisch geregelt hier. Aber na gut, ist wie es ist. Vorne Leclerc. Da wird Hamilton auch leider nicht mehr rankommen. Da müssen wir uns dieses Mal geschlagen geben. Aber ein guter 4. Platz. Ich weiß nicht, wie das von den Vorsprüngen her. Er kriegt ja dann... Ah ne, Hamilton hat die schnellste Rundenzeit. Heißt Leclerc 25, Hamilton 19, Sainz 16 und wir 14. Ist das richtig gerechnet? Würde ich jetzt spontan mal sagen. Hier raucht es doch immer so ein bisschen. Hier staubt es richtig. Nach hinten hin dürfte, glaube ich, nicht mehr viel passieren. 4 Sekunden auf Alonso. Aber vorne Sainz ist jetzt viel, viel interessanter. Ja, der dreht sich auch nochmal. So ganz safe scheint das bei dem auch nicht zu sein. Und jetzt nächste Runde immer wieder dieselben Abläufe hier. Vielleicht sind wir jetzt diejenigen, die mal vorbeiziehen können. Da kommen wir angeflogen. Ja, er macht schon Platz. Bisschen Windschatten nehme ich nochmal mit. Und da sind wir weg. 350 Sachen. Jetzt kriegen wir auch nochmal DRS und haben... Ja, Tuchfühlung zu Hamilton. Hamilton kriegt halt auch kein DRS. Wird das auch nochmal spannender in den letzten 2 Runden? Vielleicht ist da sogar Platz 2 noch drin. Also dazu bin ich leider zu unkonstant gefahren. Nee, das heute war nicht so ganz meins. Mexiko hier, obwohl das eine geile Strecke ist. Aber ich habe mich hier heute nicht so gut angestellt wie sonst. Wie kann ich sonst auch besser fahren? Oh, alleine der Curb hier, der mich hier, habt ihr ja gerade gesehen, hin und her wackeln lässt. Weil ich da einfach kerzengerade drauf stehe, jetzt seit neuestem. Jetzt kriege ich auch kein DRS. Shit happens, dann werde ich wahrscheinlich Platz 3 gleich wieder verlieren. Das ist sehr, sehr bitter. Also an manchen Stellen war heute hier echt der Wurm drin. Leclerc 3 Sekunden. Hat auch knapp 2 Sekunden auf Hamilton. Ne, jetzt werde ich Sainz. Obwohl, vielleicht kann ich ihn verteidigen. 8,3 Sekunden. Vielleicht aber nicht. Die Gerade hier ist lang. Da kommt er angerauscht. 0,3. Nee, schafft er nicht. Nee. Sainz versucht es erst gar nicht. Auch hier komme ich zu weit raus. Das ist... Nee. Das sind dann auch wieder so kleine Punkte, die dann über Sieg und Niederlage entscheiden. Aber Platz 3 wäre halt echt schon geil, weil auf dem 3. Platz gibt es mehr Punkte als auf der 4. Und es geht jetzt um jeden einzelnen Punkt. Schnellste Rundenzeit hole ich mir natürlich nicht mehr. Das wird hoffentlich auch Leclerc nicht mehr machen.
Also Hamilton sieht zu. Eine halbe Sekunde, er bleibt standhaft leider. Und jetzt muss ich halt mit dem bisschen ERS, was ich habe, schauen, was geht. So, also es geht jetzt nur noch um Platz 3. 2 Sekunden hinter Hamilton gefühlt. Das werde ich nicht mehr aufholen. Und auch Leclerc, der hat nochmal richtig Gas gegeben. 3,5 Sekunden. So, das werde ich Sainz wahrscheinlich einmal vorbeiziehen lassen müssen. Das bringt auch nichts, wenn ich hier vorbeifahre. Nee. Ich kann auch nicht mehr verteidigen. Vielleicht kriege ich ja DRS, weil ich jetzt hinter ihm bin. Ich weiß ja nicht, wo die weiße Linie hier beginnt, aber eigentlich... Nee. Sainz kriegt nochmal DRS. Gut, dann muss ich halt auf dem ERS bleiben. Ob ich das nochmal hinkriege, irgendwo muss ich nochmal zuschnappen. Irgendwo muss ich nochmal zuschnappen, auch mit angeknacksten Frontflügel. Da haben wir es wieder. Oh Mann, ey. Das passiert jetzt auch in den letzten Grand Prix häufiger. Gut, Gott sei Dank ist es jetzt hier in der letzten Runde. Gott sei Dank hat es jetzt nicht mehr so einen großen Einfluss. Ja, es wird am Ende... Oh Gott, Platz 4. Ich merke das sofort. Den Frontflügel, das merke ich sofort leider wieder. Auch mit diesem DRS hier, was ich noch einmal kriege. Das wird den Braten auch nicht mehr fett machen. Also leider gewinnt unser großer Konkurrent. Das Feuerwerk gibt es trotzdem. Hamilton zweiter, Sainz wieder auf einem richtig guten dritten Platz und wir auf dem vierten. Es spitzt sich immer mehr und mehr zu. Das Feld rückt noch viel enger zusammen und ich bin gleich mal aufs Ranking gespannt. Auf die Tabelle. Aber Platz 4 in Mexiko ist okay, müssen wir so hinnehmen. Okay, häng dich rein und fahr das Ding sauber zu Ende. Die dünne Luft hier macht das zu einer besonders harten Veranstaltung für diese Formel-1-Boliden. Aber hier haben wir ein Team, das großartige Arbeit geleistet hat, um über die Ziellinie zu kommen und einen klar verdienten Sieg einzufahren. Was denkst du, Stefan? Wo hatten Sie heute den entscheidenden Vorteil? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Hier kommen unsere Sieger. Ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Mit dem heutigen Punktgewinn übernimmt Charles Leclerc die Spitzenposition in der Meisterschaft. Wir haben heute einige beeindruckende Leistungen auf der Strecke gesehen, Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Charles Leclerc hat heute genau gezeigt, wie man mit der Strecke zurechtkommt. Er hat so gut wie keine Fehler gemacht, das war unglaublich. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Ferrari übernimmt die Führung an der Spitze der Tabelle. Auch das Team von Mercedes hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Und damit endet ein weiteres Formel-1-Wochenende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen, also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Ja, Jungs, ey, kommt mal zum Punkt. Also 12 Punkte sind es am Ende geworden. Warum Verstappen wieder Fahrer des Tages? Ach, der ist von der 14 gestartet. Okay, ich nehme alles zurück. Dann war Verstappen und Norris derjenige, die mit Strafen gestartet sind. So, Rangliste ganz, ganz wichtig. Oh, und wieder nur 2 Punkte Unterschied. Russell dahinter mit 41, 43. Gut, die sind dann doch schon etwas weiter weg. Sainz hat 64 Punkte. Also es wird, denke ich mal, auf Leclerc und mich hinauslaufen, dass wir beide das regeln, weil Russell
Der macht jetzt auch nicht wirklich den Anschein, dass er nochmal vorne richtig angreifen kann. Jetzt war er nur 9. Von der 3 auf die 9. Also das war, glaube ich, nochmal sowas wie seine letzte Chance, ne? Wenn er hier auch irgendwo oben gelandet wäre. Aber ich glaube, Leclerc und ich, wir sind so die beiden. Das wird sich so rauskristallisieren und es bleibt auf jeden Fall spannend. Schade. Ach nee, gewonnen. 4:3. Ich dachte jetzt gerade, verliere ich wieder, weil ich war ja auch hinter ihm. Oder war ich gerade hinter ihm? Leclerc, Hamilton und... Nee, Sainz. Quatsch. Und ich war 4. Nein, Quatsch. Ich war ja vor... Ach, scheiß drauf. Ich war, glaube ich, vor ihm. Und daher habe ich wahrscheinlich auch diesen einen Extrapunkt bekommen. So, jetzt Sao Paulo. Okay, dann nochmal Las Vegas und dann also macht Abu Dhabi hier das Ende. Also Rennwochenende. Schauen wir mal, ob das nochmal ein Sprintrennen ist, weil das war es nämlich sonst immer. Oder ob wir mit Las Vegas nochmal ein Sprintrennen haben. Oder ob wir vielleicht gar keins mehr haben, wer weiß. Abu Dhabi Sprintrennen, das würde natürlich auch nochmal interessanter werden, von den Punkten her alleine. Das würde nochmal eine ganz andere Ausgangssituation bringen. So, ich muss jetzt aber gerade nochmal gucken, wie ist denn das letzte Rennen ausgegangen? Bin ich doof oder was? Ah ja, nee, also wir haben hier Sprintrennen. Oh, wir haben sogar mal Regen. Sprintrennen 6 Runden. Im richtigen Rennen vielleicht ein bisschen Regen mit dabei. Also das letzte Sprintrennen ist dann Brasilien, das haben sie beibehalten. Ja, Rennen, okay, wird auch nochmal interessant, bewölkt und eventuell ein bisschen Regen. Qualifying bleibt trocken. Ja, wir sind genau, ja, quasi in der Mitte mit Haas. Red Bull jetzt wieder ganz vorne. So, wie war das jetzt hier im letzten Rennen? Darf ich nochmal kurz gucken? Also wir waren 4. Wo war denn Sergio Perez? Der war 6. Also wir waren vor ihm. Wer war 5.? Beziehungsweise Sainz, genau. Nee, Alonso war hinter mir. Sainz war 3. Leclerc war 1. und Hamilton war 2. Genau. Also 3 Rennen sind es noch. 2 Punkte Rückstand haben wir auf Leclerc. Ja, wir müssen einfach nur alle 3 Rennen gewinnen mit Sprint. So einfach ist das. Und dann sind wir Weltmeister. Russell glaube ich nicht mehr, dass der da irgendwie was machen wird. Verstappen glaube ich auch nicht mehr. Also es kristallisiert sich so langsam ein Zweikampf heraus. Schauen wir mal. Also mit Sprintrennen in Brasilien. Ich bin gespannt. Macht's gut. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.